Ja, Bodo? Fischer. Wir müssen unserem Kanzler um 8 Uhr sagen, die Hochschule ist sicher und es ist alles in Ordnung und die Studenten dürfen die Hochschule betreten. Wenn irgendwas kaputt wäre, wie der Aufzug würde nicht gehen oder irgendwo ein Wasserschaden ist, müssen wir so schnell wie möglich reagieren, weil euer Studium darf da ja darunter nicht leiden. Und deswegen fangen wir um 6 Uhr an und rennen hier durch. Komm mit in die Disco. Die hätte sich doch drehen müssen, oder? Ist angewöhnt. Okay. Nehmen Sie Ihren Schlüssel? Ja, weil hier steht das Abschluss. Ja, aber Professoren dürfen das. Okay, alles klar. Ich wechsle den Akku. Geht wieder. Geht wieder. Tschüss. Tschüss. Gelernt habe ich Tischler und Zimmermann. Da bin ich bei der Bundeswehr gewesen. Und bei der Bundeswehr war ich 15 Jahre. Habe eine Ausbildung als Speditionskaufmann. Ich habe meinen Fahrlehrerschein gemacht, war danach 9 Jahre selbstständig als Fahrlehrer. Und deswegen kann ich auch so gut mit Studenten umgehen, weil das ist ja fast das Gleiche, ob man Fahrschüler ausbildet oder mit Studenten vernünftig redet. Euch geht's gut? Habt ihr nichts zu tun? Entspannung? Geistige Arbeit. Kaffee, einmal kurz nachschütten, dann geht's weiter. Und selbst? Gar nichts. Ruhig. Und noch einen Blick Ausblick. Ich wollte gerade sagen. Ja, dann habe ich einen schweren Unfall gehabt. Die rechte Hand und das rechte Bein wurde taub. Da ist ein Nerv eingeklemmt gewesen und deswegen musste ich eine Operation über mich ergehen lassen. Mein Halswirbel wurde versteift, beziehungsweise so gemacht, dass ich zwar noch bewegen kann, aber ich durfte den Beruf als Fahrlehrer nicht mehr ausüben. Meine eigene Fahrschule verkauft. Was macht man, wenn man die Fahrschule verkauft? Man fährt Schwertransport. Also bin ich 6 Jahre lang Schwertransport durch Europa gefahren. Diese Windmühlen, die es hier überall gibt, die habe ich transportiert. Wenn man Schwertransport fährt, muss man jedes Jahr zum Amtsarzt. Und dann hat man mir gesagt, ja, als Diabetiker darf ich keinen Schwertransport mehr fahren. Ja, und dann durch einen dummen Zufall eines Freundes bin ich angefangen als Hausmeister im Altersheim und habe dort gelernt, wie man was repariert, wie was macht, wie was zu tun ist. Ja, und danach bin ich nach Mettenhof und war 9 Jahre in Mettenhof Hausmeister für 900 Wohnungen. Ja, und dann gab es diese Bewerbung hier als Hausmeister bei den Muthesius und habe mich beworben. Ich weiß nicht, wie viel, ich glaube 100 haben sich hier beworben. Und dann bin ich angenommen worden als Hausmeister. Und wie gesagt, dann bin ich angefangen und habe diese Hochschule hier aufgebaut, ganz alleine. Ich wusste von nichts, ich wusste nicht einmal, was die einzelnen Studiengänge machten. Ich war eingeladen 2012 zum Ausblick das letzte in der alten Muthesius. Da habe ich mir das alles angeguckt, von Kunst und von den ganzen Sachen, keine Ahnung. Dich brauche ich. Komm mit mir. Und dann hast du hier den Raum, der Container kommt heute noch weg. Ja, das wäre perfekt. Ja? Das Ei kommt trotzdem mitten rein, Ja. als Sicherheit, damit du reinkommst, dein Transponder funktioniert. Und du machst das hier. So bin ich. Sie machen eine Performance und da müssen wir dann aber auch dafür da sein, das Projekt zu gestalten. Ja. Wir arbeiten hier, weil die Studenten da sind. Wenn ihr nicht da wärt, hätte ich hier keine Arbeit. Also ist die Arbeit da für euch. Dass wir uns nicht alles gefallen lassen oder dass es Sachen gibt, die wir anders sehen, das ist klar. Aber wir sind da für euch. Deswegen helfen wir euch ja auch. Oder du hast es heute den ganzen Tag gesehen. Es kommen Tausende an. Es kommen irgendwelche an und fragen. Und wir sind freundlich, wir machen, wir helfen.
Wir unterstützen und machen. Auch wenn die Arbeit, die wir eigentlich machen wollten, hinten ran gehängt wird. Na? Fischer. Ey, die Jalousien gehen nicht runter? Ja. Dieter? Ja, die gehen schon runter und hoch, aber die haben sich halt mal wieder so vertügelt an der Seite. Ach so, darf ich das kurz mal beiseite legen? Braucht ihr gerade noch mal die Leiter? 2 Minuten. Gut, reicht. Da müssen wir wenn das Semester zu Ende ist. Ja. Da mal ran. Da müssen wir wenn das Semester zu Ende ist. Ja. Alles gut. Okay, weg. Danke sehr. Ihr macht mir die Tür auf, danke. Wenn was kaputt gemacht wird, jedem kann was passieren. Aber kommt einfach zu uns Hausmeister. Wir machen das schon. Wir sind also nicht diejenigen, die sagen, oh, pass auf, das musst du bezahlen. Irgendwo regeln wir schon, dass das wieder repariert wird. Das Arbeiten mit den Studenten, das erfüllt einen. Es gibt Studenten, die, wenn man die morgens um 9:30 anspricht, dass die noch nicht ganz wach sind. Das gibt es, aber ansonsten gibt es eigentlich ganz selten einen Studenten, der nicht freundlich zurückantwortet. Klar, wenn ich zu dir sage, du darfst das nicht machen, aus brandschutztechnischen Gründen, verstehen sie es im ersten Moment nicht, aber wenn man denen freundlich das erklärt und ganz freundlich das macht, dann ist alles in Ordnung. Wenn ein Student zu mir sagt, er ist um 6 da oder ist um 8 da oder ist um 10 da und kommt um 16 Uhr, dann finde ich das doof. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber das ist Studentenleben. Da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Ne? Fischer. Die Künstler lernen das Kunstwerk und wir rennen das Beschädigung. Ne? Das ist also, wenn einer einen Basketballkorb macht in der Bildhauerei und mit Betonbälle Körbe wirft und die ganze Wand kaputt macht, das ist für mich eine Beschädigung. Ich habe eine Sache, wo ich mich ganz tierisch geärgert habe. Also ich habe mich wirklich geärgert, da haben Studenten einen Feuerlöscher auseinandergebaut, haben dort rote Farbe reingemacht und haben den Feuerlöscher im 2. OG auf dem Flur ausgedrückt. Das heißt, der gesamte Flur war rot. Was der Vorteil an der Sache war, mit diesem Studenten, der das gemacht hat, also sein Vater hat alles bezahlt und es wurde auch alles wiederhergestellt, mit dem bin ich heute noch gut befreundet. Also wir haben uns letztens beim Handball getroffen. Also ich bin nicht böse, aber die Aktion fand ich nicht gut. Na? Ich mach mal Licht an. Wow. Das ist das große Problem der Fachklasse Malerei. Die malen Bilder groß und das ist ja das Problem von allen Künstlern, die wir haben. Wo bleiben die Kunstwerke? Ja, hatte das fertig gemacht und wollte das gestern Abend abholen. Jetzt steht es da. Wir dürfen es nicht wegschmeißen. Wir dürfen das Kunstwerk nicht wegschmeißen, weil vielleicht muss er das ja auch irgendwo für ausbauen. Da gehe ich ans Fenster. Ich glaube 2016 habe ich das erste Mal eine Hilfe gekriegt. So lange habe ich das alles alleine gemacht. Ina, die ist eine Studentin hier gewesen, die war als Hilfskraft erst eingestellt, so als Hiwi, und ist nachher angefangen, vollzeitig als Hausmeister bei mir zu arbeiten. Danach habe ich den Bene gekriegt, jetzt den Markus gekriegt oder Teddy. Und im Januar habe ich meine schwere Operation gehabt. Ich bin am Herzen operiert worden. Ja, bin fast ein Vierteljahr hier ausgefallen, war ja gar nicht mehr hier. Und dann ist jetzt Bolo dazu als fester Hausmeister. Und wir werden zu dritt hier bleiben. Wir haben die Gartenstraße dazu gekriegt und die Objekte sind zu groß. Das schafft man nicht
Wir haben jetzt 2 Hausmeister, da müssen wir zu dritt sein. Jeden Tag von Bernd was Neues, das ist doch Hammer. Sehr guter Erklärwert. Meine Leidenschaft ist meine Familie, meine 3 Enkelkinder und mein Hobby. Und das ist Handball. Ich bin fast bei jedem Spiel vom THW und das ist der Ausgleich. Man erkennt mich nicht, wenn ich im Trikot vom THW zum Handball gehe. Also da gehen Studenten an mir vorbei, gucken mich an und wissen nicht, wer ich bin. Die meisten kennen mich auch nur in Uniform. Es gibt Autogrammkarte vom Bernd. Kann man beim Kiosk und beim Grillen kaufen. Man muss sich bei ihm den Autogramm holen. Ein mehr. Ja, ganz 3 haben. Ja. Alles klar. Ich bin immer gerne hier, aber du musst auch einen Ausgleich haben. Und das ist wichtig. Den Ausgleich habe ich mit meiner Familie, mit den Enkelkindern, habe ich den Ausgleich, dass ich was anderes mache. Und das Abschalten, du musst auch mal abschalten können. Und abschalten ist wirklich, ich gehe zum Handball, gucke mir Handball an und dann ist für mich das auch mal so was anderes zu sehen. Wir haben hier auch Bereitschaft. Und das Bereitschaft heißt, wir sind 14 Tage, 24 Stunden für euch erreichbar. Also, wenn irgendwas hier passiert. Und das ist dann auch so, dass man das braucht. Man braucht hier mal was anderes. Oben auf dem Dach, das ist der Lieblingsplatz des Hausmeisters. Ganz oben auf dem Dach. Du bist mal ungestört, weil es kommen nur ganz wenige da oben rauf. Das ist der Lieblingsplatz für uns Hausmeister bzw. auch für mich.